Wir sind seit einigen Tagen zurück von unserer Spanienreise. Unser Mobil steht hier auf dem Hof, wie man sieht. Und ja, wenn man von so einer Reise zurückkommt, dann checkt man ja das Mobil mal durch. Und wir hatten schon auf der Reise festgestellt, unsere Fliegenschutzrollos im hinteren Bereich sind nicht mehr in Ordnung. Da geht einiges ist da kaputt und die müssen wir reparieren. Und das wollen wir heute machen und das möchte ich heute zeigen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Immer wenn wir von einer längeren Reise zurückkommen, dann beschäftige ich mich auch mit dem Innenbereich des Wohnmobils mal etwas ausgiebiger. Das heißt, hier werden jetzt die Betten komplett mal rausgenommen und alles wird durchgesaugt und ja, man findet dann doch den ein oder anderen Staubkrümel, hätte ich beinahe gesagt. Etwas staubig ist darunter dann auch schon. Und dann haben wir auch festgestellt, dass die Fenster, dass hier die Rollos, die Fliegenschutzrollos, dass die nicht mehr in Ordnung sind. Und hier jetzt auf der linken Seite, was man jetzt hier sieht, das habe ich schon erneuert oder haben wir erneuert. Das habe ich gemeinsam mit meiner Frau Rita gemacht. Und wir hatten da bisher keine Erfahrung und haben das aber, meine ich, so einigermaßen hingekriegt. Und deshalb möchte ich darüber berichten. Vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so, dass das Rollo nicht mehr so in Ordnung ist. Wir haben hier auf dieser von mir aus gesehen rechten Seite finden wir jetzt ist noch das alte Rollo drin und man sieht hier in der Ecke, dass dort der Stoff ja kaputt geht, beziehungsweise das Ganze hat sich auch verzogen. Man kann das auch nicht wieder in die Mitte schieben. Ich habe das versucht. Das Tuch ist auch schon so mürbe, es zerreißt dann leicht. Und so haben wir uns entschlossen, eben beide auszuwechseln. Das Fliegenschutzrollo und auch das Verdunklungsrollo sind ja im Rahmen des Fensters mit eingebaut. Das heißt, ich kann das ja mal eben hier zeigen. Also man so hoch, so ist es, da wird das verdunkelt und so öffnet man das wieder und hat jetzt das Fliegengitter davor. Das Fliegengitter kann ich hier so auch hochziehen. Das Fenster ist von Seitz, Dometic Seitz, wenn ich das richtig weiß. Und da habe ich geschaut im Internet, ob ich da so ein neues Fliegengitter kriege. Es gibt komplette Rollos. Die kann man im Handel bestellen, im Campinghandel bestellen. Ich habe aber jetzt für die Größe des Fensters kein passendes Rollo gefunden. Und da habe ich dann einen Stoff oder dieses Fliegengitter habe ich dann als Meterware gekauft. Und ich möchte das zuschneiden und dann neu einziehen. Das zeige ich dann aber alles, wenn ich es ausgebaut habe. Also jetzt müssen wir das Fenster mal ausbauen, und zwar den Rahmen ausbauen. Und zwar ist das mit verschiedenen, oder nicht verschiedenen, sondern mit mehreren Schrauben hier rundherum verschraubt. Und zwar sitzen da drüber, hier habe ich sie schon weggenommen, die Kappen, aber da sitzen noch die Kappen drüber. Die Kappen muss man lösen. Ich mache das jetzt mal mit einem kleinen Schraubenzieher. Teilweise gehen sie ein bisschen schwer runter, muss ich so ein bisschen hebeln, dann kommen sie raus. Das ist ein bisschen Fummelei, ist das Ganze. Zack, jetzt habe ich es raus. Das sind so kleine, kann man jetzt vielleicht nicht gut erkennen, hier mit dem Gegenlicht kleine Kappen. Und wenn man die nicht rauskriegt, dann kann man Folgendes machen. Dann, so habe ich das auch gemacht. Ich habe hier eine noch liegen, muss ich jetzt mal hingreifen. Und zwar habe ich dann, ich muss jetzt mal die Kamera vielleicht ein bisschen anders schwenken. Ich habe ein Loch reingebohrt. Die Kappe ist dann damit ja ein Loch eingebohrt und dann mit dem Schraubenzieher rausgezogen, die Kappe. Das macht man dann, wenn es einfach nicht anders geht. Diese Kappen kann man neu kaufen, das heißt, da bestellt man sich 10 Stück, kosten nicht die Welt und baut dann neue Kappen ein, wenn man das Fenster wieder einbaut. Der Innenrahmen ist mit dem Außenrahmen verschraubt, mit diesen Schrauben, die da mehrfach drin sind. Jetzt passiert nichts, wenn man diese Schrauben rausnimmt oder rausschraubt. Der Außenrahmen fällt nicht weg.
Einzige, was sein kann, ist, der ist ja mit einer Dichtung umzogen, der Außenrahmen, dass diese Dichtung sich etwas öffnet. Und wenn es dann zum Beispiel regnet und man hat das abgeschraubt, dann kann durchaus sein, dass dort dann Regen oder Wasser reinläuft, so dass da Feuchtigkeit nach innen kommt. Das heißt, man sollte es nach Möglichkeit, wenn man das draußen macht, an einem trockenen Tag machen. Also das Ein- und Ausbauen sollte dann kurzfristig geschehen und nicht, dass es noch ein paar Tage so steht und das regnet zwischendurch und es läuft dann Wasser rein. So, jetzt drehen wir mal die Schrauben raus. Das können wir mit dem Akkuschrauber machen oder ich mache das mit dem Akkuschrauber. So, ich bin jetzt bei der letzten Schraube, die ich hier rausdrehen muss. Oh, jetzt fällt schon der Rahmen raus. So habe ich jetzt hier den kompletten Rahmen in der Hand. Und da gehen wir jetzt mal mit ins Haus und da geht es dann weiter. Wir sind jetzt in der Küche bei uns im Haus und wir haben den Tisch mit einem alten Betttuch geschützt und abgedeckt und legen jetzt den Rahmen hier mal auf den Tisch und können jetzt die beiden Rollos erkennen. Das ist einmal hier, das ist oben, das ist das Sonnenschutz oder Fliegenschutz, nicht Sonnenschutz, ja nicht Fliegenschutzrollo und das ist das Verdunklungsrollo, was hier unten sitzt. Wir wollen uns aber ja beschäftigen mit diesem Fliegenschutzrollo. Das müssen wir jetzt mal ausbauen und da fangen wir jetzt mal an. Das Relais ist auf dem einen Ende mit einer Lagerschale befestigt. Dort muss man 2 Schrauben rausdrehen und dann kann man das Relais abnehmen. So, jetzt sind wir das Relais, versuchen wir das mal da rauszukriegen. Ja, so, jetzt müssen wir das Ganze hier mal vorsichtig anheben. Diesen Lager legen wir mal weg, dieses Lager. Jetzt kommt das Rollo hier raus. So, jetzt kann ich das Ganze jetzt hier so wegnehmen. Gleich wird sich das da, also das muss ich ein bisschen ziehen hier. Aber ich glaube, da muss ich mal eine Zange oder ein Schraubenzieher geht da auch. Wenn ich da einen Schraubenzieher jetzt nehme und das Ganze ein bisschen noch fester als gedacht. Nee, doch, jetzt habe ich es raus. So, jetzt habe ich das ganze Relais in der Hand. Jetzt ist hier einfach die Feder und das rollt jetzt ab. Das kann ich hinterher so wieder aufdrehen, wenn ich es einbauen will. Das ist jetzt das komplette Relais, das alte hier. Man sieht, es sieht nicht mehr besonders gut aus, besonders an den Rändern. Irgendwie fehlt da schon was, entweder hat sich das verzogen, keine Ahnung. Jedenfalls. Das wollen wir jetzt erneuern. Das wollen wir erneuern, ganz genau. Das heißt, also genau so ein Stück schneiden wir zu. Jetzt muss man wissen, ich hoffe, man kann das erkennen, wir können hier hinten am Ende, da ist so ein Kunststoffbolzen drin. Und da schaffe ich das jetzt mit den Fingern. Aber das kommt schon raus. So, das kann ich rausziehen. Das ist so ein kleiner Bolzen. Kunststoffteil, der hier drin legen wir mal zur Seite. Ich das mal alles auf den Teller. Genau, leg das mal schön alles weg, damit wir da nichts fallen. So, jetzt können wir das Tuch hier rausziehen. So ging es jedenfalls bei dem anderen. Vielleicht müssen wir dieses hier, das kann man auch etwas rausnehmen. Aber normal brauchen wir das nicht. Ach, das ist da schon alles ein bisschen eingegangen. Siehst du jetzt, das ganze Tuch geht schon kaputt. So mürbe ist das. Da müssen wir einen Schraubenzieher haben, um das Ganze aufzubiegen. Ja, das ist hier verklebt irgendwie. Ich glaube, das geht ja. Wir reißen das mal einfach so ab. Das alte Tuch ist sowieso ja hin, da kann man nichts mehr dran retten. Hätte das gerne gezeigt, wie wir das beim anderen gemacht haben. Aber jetzt kommt es schon raus, was ich eigentlich auch sage. Und zwar ist da so ein Kunststoff, ja. Eine Führung. Ja, nee, das wird ja in dem Stoff ist das so mit eingenäht.
Und das wird hier in dieses Rohr dann eingeführt, also so mit dem Stoff bei dem neuen. Also das brauchen wir jetzt nicht weiter vertiefen, das Ganze. Da legen wir mal zur Seite. Und jetzt müssen wir das untere Teil, da haben wir an den Enden auch so Kunststoffteile, die müssen wir abmachen. Ich versuche die mal so abzukriegen, aber das geht nicht. Also holen wir mal eine Zange. Schraubenzieher geht vielleicht auch. Wie war das noch? Da irgendwo hinter. Das ist natürlich alles ordentlich fest, der Kram. Also 15 Jahre schon zusammensitzt, da braucht man ja schon etwas Kraft, um das Ganze auseinander zu kriegen, aber er kommt ja hier. So, jetzt habe ich es gleich raus. Nicht dabei. Nein, guck, der ist da stramm drin auch noch. Jetzt müsste man, diese Teile, das kann man sagen, die gibt es auch alles neu. Das heißt, also wenn einem da was kaputt geht, die kann man im Zubehörhandel bestellen. Wir haben die Sachen bei Camping Wagner gekauft, bestellt. Autos ist doch da gar nicht, ne? Ach nee, müssen wir nicht unbedingt aussuchen. Nee, genau. Wir haben die bei Camping Wagner bestellt online und war kein Problem. Wird es wahrscheinlich bei Bergau oder bei anderen Händlern auch geben. Also gut, soweit haben wir das jetzt auseinandergebaut. Jetzt geht es um das Neue. Das heißt, wir müssen jetzt das neue Tuch zuschneiden. Und da muss jetzt meine Frau Rita in Aktion treten. Das ist das neue Stück. Also das gibt es als Meterware. Ich glaube, wir haben da zweimal 1 Meter bestellt und haben da 2 Stück draus gekriegt. Das muss man jetzt entsprechend die Breite zuschneiden. Da muss man aufpassen. Man kann zwar das alte als Vorlage nehmen, aber manchmal ist das durch die Sonne oder ich weiß nicht warum etwas eingegangen, dann ist das nicht breit genug. Deshalb muss man die Schiene messen bzw. oben die Rolle messen und die Breite sollte man dann nehmen, um dann das richtige Maß zu haben. Gut. Also das hatte ich schon alles soweit vorbereitet und ich brauche das nur noch schneiden. Gut. Achso, du hast schon ausgemessen? Hatte ich gestern schon. Ah ja, gut. So, durch. Wie war das? Musste man das erst unten oder ist das egal? Das ist egal. Also wir können das leider jetzt einziehen. Das heißt, wir haben ja jetzt hier, um das jetzt vielleicht nochmal zu zeigen, in dem neuen schon eingenäht ist dieser Kunststoff, ja ich weiß nicht, runde Kunststoff, der ist hier eingenäht. Guck, ich habe das hier schon so weit drin. Ja, schön. Hier hinten kommt so eine kleine Sperre jetzt. Da ist das noch ein bisschen Dreck drin, oder was? Ich weiß es nicht. Also. Hier sieht das so aus. Wir können das ja mal ein bisschen auseinanderbiegen. Also wenn das jetzt nicht gut läuft da drin, dann muss man einfach mit dem Schraubenzieher mal reingehen. Geht das schon weiter. Dann ist das ein bisschen eng. Da ist ja so ein Schlitz, dieses ja so ein geschlitztes Rohr. Und vorsichtig jetzt. Und dann zieht man es bis zum Ende hin, so weit wie möglich. Ja, das soll aber richtig so, pass auf, hier nicht weiter. Sonst wickelt das nicht, das ist ein bisschen zu weit. So. Oh, guck mal, siehst du, das ist hier hinten so ein bisschen raus, ne? Aber das wickelt ja nachher auf, wa? Gib mir mal deinen Schraubenzieher. So, in dieses Rohr haben wir dann jetzt den Stoff eingezogen und jetzt muss das ist die Schiene für unten, die das Ganze nachher auch verriegelt. Da muss jetzt dieser Stoff auch mal wieder eingezogen werden. Das geht auch. Kommt er mit? So. Und die ist zu lang. Ach, weil das da hinten dran nicht auf ist, doch. Die ist zu. Ah ne, da kommt ja noch die Klappe vor.
Ja. Da kommt ja noch die Schutz. Da kommt ja dieses Ja. Teil noch dran. Das sind übrigens die Teile, das ist die Führung, was nachher in der Schiene läuft. Da sind an jeder Seite einmal ein Aber schwarzes weißt du was? und einmal ein weißes. Geht gerade so. So, jetzt müssen wir wieder, ach hier haben wir noch nicht sauber gemacht, den Ja, siehst du. Dreck, den müssen wir dann rausmachen. Was sieht man denn von dieser Seite? Zack, ist wieder drin. Ja, jetzt wickeln wir das Ganze wieder auf. Das ganze Fliegengitter ist jetzt etwas zu lang. Das macht aber nichts, das rollen wir einfach so mit auf. Wir wollten eigentlich nicht nochmal abschneiden extra, das heißt, in der Höhe hätte man das noch etwas kürzen können, aber das muss nicht sein. Wir rollen es einfach auf und das hat bei dem anderen auch funktioniert, was wir schon fertig haben. Ja, jetzt können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Ja, das kann mir da runter. So, jetzt können wir das schon einfädeln hier unten. Da auch schon einlegen. Ach, kannst du das schon einlegen? Ja, das können wir eigentlich schon. Ach so. Das bleibt, ja. So. Du hältst da hinten fest, ich drehe hier auf. Aber ich glaube, so reicht es schon. Die Spannung steigt. So, jetzt nehmen wir das da wieder rein. So ist drin, halt fest da hinten. Jetzt müssen wir den ein bisschen drüber schieben. Ja, genau. Der zieht schon. Mal die Schrauben da rein. Das ist die zweite, die ich da drunter. Stellen wir mal weg, damit man hier das vielleicht ein bisschen besser sieht. Also man muss das oder sollte das schon zu zweit machen, damit die Sache nicht daneben geht. Okay. Irgendwie ist, jetzt geht er. Ja. Die Tube ist nicht ganz glatt, aber fast. Das ist wie jetzt auch, weil das so rumgelegen hat. Ja, wenn man das muss ich noch ein bisschen. Aber es läuft gut. Kann es einhaken. Vor allen Dingen dichtet jetzt hier ab. Ja, das war wichtig. An den Seiten war das ja immer undicht. Da konnten die Mücken ja und Fliegen immer rein. Und das ist jetzt, das ganze Tuch muss ich noch ein bisschen glätten. Das war ja jetzt durch den Transport und so ein bisschen zusammengelegt. Ja. Fertig ist die Sache. Ja, dann können wir das Ganze wieder einbauen und die Sache ist erledigt. So, jetzt setzen wir das Ganze wieder ein. Mal schauen. Passt, wackelt und hat Luft, da brauchen wir Schrauben. Machen wir erstmal eine. Man sollte die Schrauben nicht gleich zu fest einziehen, sondern nach und nach nachziehen und dann immer zwischendurch mal probieren, ob das Rollo auch leicht läuft. Etwas Silikonöl in die Führung des Fliegengitters, das hilft und die ganze Geschichte läuft etwas leichter dann. Der Stoff hat sich inzwischen auch gerade gezogen, so dass es keinerlei Falten mehr gibt. Das läuft doch wieder alles gut. Ja. Ja. Kannst so machen. Ja. Alles wieder in Ordnung. Ja. Siehst du. Schön. Wieder runter und die Fliegen können nicht kommen. Nee. Vor allem jetzt dichtet es ja hier schön ab, was schon sonst so eingezogen war. Ja, jetzt ist das wieder richtig dicht. Gut. Ja, das war dann unser
Erneuerung unserer Fliegenschutzrollos. Beide Seiten, links und rechts hinten im Schlafbereich. Die Arbeit hat sich gelohnt. Die Mücken können kommen. Ja, gut. Alles abgeschlossen so. Schön. Bye bye, bis zum nächsten Mal.